Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir eine super leckere Wirsing-Lasagne. Wirsing muss nicht immer langweilig sein, man muss es nicht grundsätzlich in Rahm oder mit Kartoffeln essen. Es schmeckt auch mit Nudeln oder in einer Lasagne hervorragend. Und außerdem ist ja jetzt gerade sowieso saisonal Wirsingzeit und der passt super in die Herbstzeit und ist echt richtig gesund. Wie wir die Wirsing-Lasagne heute zubereiten, das zeige ich euch jetzt. Dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für unser heutiges Wirsing-Lasagne-Rezept benötigen wir folgende Hauptzutaten. Ein Wirsing, 800 Gramm Hackfleisch, ich habe hier halb und halb genommen, ihr könnt aber auch nur Rinderhack nehmen, ein Paket Lasagneplatten und etwas Gemüsebrühe. Die Zutatenliste mit Mengenangaben schreibe ich euch wie immer unten auch in die Videobeschreibung. Für die Bechamelsoße benötigt ihr ca. 80 Gramm Butter, 4 gehäufte Esslöffel Mehl, eine halbe Gemüsezwiebel, ungefähr 250 Milliliter Milch, etwas Muskatnuss, Salz und Pfeffer. Zuerst schneiden wir unseren Wirsing. Dazu halbiere ich den Wirsing zuerst, denn dann kann man ganz genau sehen, wo der Strunk herläuft. Und dann schneide ich einfach mit einem Messer an dem Strunk entlang. Dann kann man ihn sehr gut mit den Händen einfach herausziehen. Und nun schneiden wir unseren Wirsing erst einmal klein. Dazu nehme ich mir die erste Hälfte und schneide erstmal längs in Streifen herunter. Und die Streifen, die schneide ich dann noch zu Stückchen, indem ich 1- bis zweimal die Streifen durchschneide. Danach gebe ich den Wirsing in ein Sieb und wasche ihn gut. Das zeige ich jetzt hier allerdings nicht. Nach dem Waschen kommt der Wirsing dann in einen großen Topf. Auf dem Wirsing geben wir dann 2 gehäufte Esslöffel von unserer Gemüsebrühe. Das Ganze füllen wir dann ca. mit 1 Liter gekochtem Wasser auf. Verschließen es mit einem Deckel und lassen es so circa für 10 Minuten bei niedriger Hitze köcheln. Während der Wirsing köchelt, können wir in der Zwischenzeit schon mal unser Hackfleisch anbraten. Da ich hier halb und halb genommen habe, gebe ich kein Öl zusätzlich in die Pfanne. Wenn ihr jetzt Rindergehacktes nutzt, solltet ihr auf jeden Fall etwas Öl in die Pfanne zum Anbraten geben. Das Hackfleisch lasst ihr jetzt so lange anbraten, bis es schön braun und krümelig geworden ist. Dann wird das Ganze gewürzt mit reichlich Salz, 2 Teelöffeln Paprika edelsüß und Pfeffer nach Geschmack. Danach wird das Ganze richtig gut verrührt, damit sich die Gewürze in dem gesamten Hackfleisch gut verteilen können. Nachdem der Wirsing für 10 Minuten gekocht hat, nehme ich ihn mit so einer Schaumkelle aus der Brühe heraus. Denn die Brühe von dem Wirsing, die verwenden wir jetzt weiter. Zum einen koche ich darin die Lasagneplatten vor und zum anderen nutze ich die Brühe später noch für die Bechamelsoße. In die kochende Brühe geben wir jetzt unsere Lasagneplatten. Ich brauche insgesamt ungefähr 9 Lasagneplatten und gebe die auf 3 Mal in die Brühe. Die Lasagneplatten lasse ich jetzt so für 3 bis 4 Minuten vorgaren. Dann braucht das Ganze später nicht so lange im Ofen. Beim Vorkochen die Lasagneplatten immer mal wieder mit 2 Gabeln voneinander trennen, damit sie später nicht aneinander kleben. Nach ca. 4 Minuten nehme ich die Lasagneplatten aus der kochenden Brühe heraus und lege sie auf einen Teller. Dann gebe ich die nächste Portion Lasagneblätter hinein und so weiter, bis alle Lasagneblätter vorgekocht sind. So wird die Lasagne später im Ofen schneller gar und man kann sicher sein, dass die Lasagneplatten auch gut durch sind. Und jetzt machen wir unsere Bechamelsoße. Dazu geben wir zuerst die 80 Gramm Butter in einen Topf,
und lassen sie schmelzen. Wenn die Butter geschmolzen ist, geben wir die halbe Gemüsezwiebel dazu. Die habe ich in ganz feine Würfelchen geschnitten. Die Zwiebeln werden jetzt in der Bechamelsoße erstmal für 4 Minuten schön glasig gedünstet. Dabei ab und zu mal umrühren. Wenn die Zwiebeln schön glasig geworden sind, geben wir unsere 4 gehäuften Esslöffel Mehl dazu. Das Ganze jetzt unter ständigem Rühren sich erst einmal für 3 Minuten richtig schön miteinander verbinden lassen. So verhindert man auch, dass die Soße später nach Mehl schmeckt. Jetzt kommt erst einmal die kalte Flüssigkeit dazu. Erst einmal einen kleinen Schluck von den 250 Milliliter Milch dazugeben und danach dann den Rest. Dabei ständig rühren, das ist sowieso das A und O. Eine Bechamel muss dauerhaft gerührt werden. Jetzt gebe ich die Brühe, die von unserem Wirsing übrig geblieben ist, komplett dazu. Und immer schön weiter rühren. So entstehen später auch keine Klümpchen in der Soße. Um Klümpchen zu vermeiden, ist es auch deshalb wichtig, erst die kalte Flüssigkeit und dann die heiße dazu zu geben. Da meine Bechamelsoße jetzt doch noch ein bisschen dickflüssig ist, gebe ich jetzt noch etwas kalte Milch dazu. Und während ich das mache, rühre ich die ganze Zeit weiter und beobachte dabei die Konsistenz, denn durch das Köcheln wird die Bechamelsoße wieder dickflüssiger. Also gebe ich nochmal etwas Milch dazu, bis ich die gewünschte Konsistenz, so wie ich sie haben möchte, erreicht habe. Wenn es soweit ist, würze ich das Ganze einmal mit Salz, Pfeffer und natürlich Muskatnuss. Muskatnuss gehört einfach an jede gute Bechamelsoße. Vor allem passt er auch hervorragend später zum Wirsing. Das Ganze jetzt unter ständigem Rühren nochmal 2 bis 3 Minuten schön köcheln lassen. Wenn die Bechamelsoße fertig ist und eurem Geschmack entspricht, dann geben wir das angebratene Hackfleisch in die Soße hinein. Das Hackfleisch, das rühren wir jetzt einmal richtig gut in die Bechamelsoße ein. Und nun können wir auch schon anfangen zu schichten. Unten in die Auflaufform gebe ich von der Bechamel-Hackfleischsoße, darüber dann die vorgekochten Lasagneplatten. Die kleben jetzt ein bisschen aneinander, aber das ist kein Problem. Einfach vorsichtig abziehen. Darüber gebe ich dann eine Schicht von dem gekochten Wirsing. Über dem Wirsing verteilen wir jetzt wieder von unserer Hackfleisch-Bechamelsoße. Danach wieder die Lasagneplatten. Dann kommt wieder der Wirsing darüber und so weiter, bis die Auflaufform gut gefüllt ist. Ich habe hier insgesamt 3 Schichten in die Auflaufform gemacht. Ihr solltet eure Lasagne mit der restlichen Bechamel-Hackfleischsoße abschließen. Über die Hackfleischsoße gebt ihr dann euren geriebenen Käse. Ich habe hier jetzt Gouda genommen, ihr könnt aber auch jeglichen anderen Käse nehmen, am besten eure Lieblingssorte. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch verschiedene Käsesorten miteinander mischen und damit eure Lasagne belegen. Das Ganze kommt jetzt bei 160 Grad Umluft in den vorgeheizten Backofen für ca. 30 Minuten, bis der Käse richtig schön goldgelb geworden ist. Und so sieht die Lasagne dann in der Auflaufform aus. Eine tolle Käsekruste, richtig schön goldgelb. Und es duftet einfach richtig toll. Und jetzt zeige ich euch das Ganze noch auf einem Teller angerichtet. Und hier ist es, das tolle Ergebnis. Man sieht richtig schön die einzelnen Lasagneschichten, den Wirsing und den Käse. Einfach fantastisch. Ja, ich hoffe, meine Wirsing-Lasagne hat euch heute wieder gefallen.
Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!